Ich zeige euch heute meinen komplett analogen Shooting-Prozess vom Film bis hin zum fertigen Darkroom-Print. Unterwegs sind mir auf jeden Fall einige Fehler unterlaufen. It was at this moment that he knew. He fucked up. Als allererstes brauchen wir eine Kamera. Ich habe die Canon 1N genommen und die zwei Filme, die wir verschießen, ist der Delta 3200 und einmal der ADOX APX 100. Natürlich brauchen wir auch noch jemanden, den wir fotografieren, und das ist heute in dem Fall der Basti. Wir teilen nämlich neben Fotografieren auch noch das Fahrradfahren als Leidenschaft, und deswegen waren wir auf unseren Trails im Wald und haben dort ein paar Bilder gemacht. Basti ist außerdem derjenige, der mir das komplette Equipment für den Darkroom zur Verfügung gestellt hat. Unter anderem enorm viel Papier und auch ein Enlarger und alles, was dazugehört. Deswegen machen wir heute einen Darkroom-Print für ihn. Er weiß noch nichts von seinem Glück. Er denkt, dass wir einfach nur ein Video drehen und ein paar Fotos machen. Und wir werden ihn am Ende hoffentlich mit einem guten Darkroom-Print überraschen. Ja, Freunde, was geht? Wir sind jetzt hier auf den Trails angekommen und wir machen jetzt erstmal ein kleines Setup. Ja, wir sind heute jetzt hier am Start mit der Canon EOS 1N. Wir shooten ein bisschen mit der 75-300, ein bisschen telelastiger. Ich mache jetzt erstmal einen APX 100 rein, diesen ISO 100 Film. Als Alternative haben wir auch noch die 40 mm Pancake-Linse von Canon und ja, dann schauen wir mal, was so geht. Ja, alles gut. So, erstmal den Film hier rein. So, der Film ist geladen und ISO 100 ist eingestellt. Genau, und jetzt geht's ans Fotografieren. Crazy, die Drohne, Alter. DJI-Avatar wahrscheinlich. Da kommt schon krass, wenn die dich einfach so verfolgt. Diese Drohne, total geisteskrank, oder? Keine Ahnung, gute Frage. Fuck, Alter. Hier habe ich dann erstmal gemerkt, dass die Kamera auf Reihenfolge eingestellt war und die Bilder kamen auch etwas zu dunkel raus, da die Verschlusszeit auf einem 50stel war. Das war dem Film geschuldet mit dem ISO 100 und die Blende von der Linse geht maximal bis auf Blende 4. Also, wir haben jetzt mal auf die 40 mm Pancake gewechselt und checken jetzt mal aus, ob es ein bisschen besser läuft mit dem 100er ISO, weil die Pancake-Linse hat eine Offenblende von 2.8 und ich habe gedacht, vielleicht kann ich ein bisschen entgegenwirken. Hier hinten ist es für den ISO 100 Film schon ein bisschen dunkel, aber wir werden es schon gebacken bekommen. Ansonsten mache ich die Verschlusszeit einfach auf ein 15. Und dann machen wir wieder so Mitzieher, wie bei dem anderen Video in Frankfurt. Das kann ich euch hier oben mal verlinken. Ich glaube, es ist hier oben in der Ecke. Genau, let's go. Muss ich mir nur noch kurz eine Perspektive suchen, die halbwegs gut aussieht. Von den ersten 36 Shots auf dem ADOX sind sehr, sehr viele doppelte Bilder drauf gewesen oder halt auch Bilderreihen, wo echt 90% unbrauchbar waren, weil die so verwackelt oder unscharf waren, dass ich die euch gar nicht zeigen brauche. Ich habe tatsächlich gehofft, aus zwei Filmen wenigstens mit einem guten Bild heimzukommen. Und manchmal läuft einfach nichts wie geplant und das gehört leider auch dazu. Aber aus Fehlern lernt man und man kann es nur besser machen beim nächsten Mal. Das Ziel war eigentlich, den Vibe vom Wald und die Geschwindigkeit vom Fahrradfahren aufnehmen zu können, also praktisch einzufrieren mit einem gescheiten Foto. Und es ist manchmal ziemlich schwer, das umzusetzen, was man in seinem Kopf hat. Bis zu dem Zeitpunkt lief eigentlich alles ganz gut, dachte ich zumindest, denn als ich den zweiten Film geladen habe, ist anscheinend irgendwas schief gelaufen. Deswegen habt ihr, wie schon am Anfang gesehen, die Rolle kam einfach blank raus aus dem Entwickler und ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, wieso. Ich war schon ein bisschen erstaunt, ist mir bis jetzt auch noch nie passiert. Der Film wurde ganz normal gelesen, der DX-Code wurde erkannt und die Kamera war auf 3200er ISO eingestellt. Deswegen frage ich mich, was da falsch gelaufen ist. Die erste Rolle kam nämlich perfekt raus. Aber falls ihr wisst, was da schief gelaufen ist, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Ich würde mich über Feedback freuen. Und genau, jetzt geht's weiter mit dem Entwickeln.
Dadurch, dass man beim Schwarz-Weiß-Film nur praktisch eine Zutat braucht, machen wir das selbst. Ich benutze als Entwickler immer den Cinestill DF96. Das ist eine All-in-One-Solution. Und zwar müssen wir jetzt nur noch den Film hier aus der Patrone bekommen. Ich öffne den dann einfach mit so einem Bieröffner, mache den hier hinten auf und dann wird er hier aufgespult auf diese Spule. Ich mache gleich beide. Das muss natürlich alles im Dunkeln passieren. Deswegen braucht ihr auch noch so einen Sack hier, in dem ihr das dann machen könnt. Und natürlich so einen Unitank, da kommt es dann alles rein, bevor dann der Entwickler reingestützt würde. Und das machen wir jetzt kurz. Schere, Flaschenöffner, 2 Spulen, dieses Zwischenstück und den Unitank. Und dann brauchen wir noch die 2 Filmrollen. Und dann können wir auch schon loslegen. Machen hier den Zipper zu. Das kann je nachdem, wie geübt ihr seid, entweder ewig lang dauern oder halt sehr schnell. Aber ich denke mal, wir kriegen das hier in unter 5 Minuten hin. So. Und dann habt ihr die beiden Filme auf der Spule in dem Tank. Und jetzt können wir gucken, dass der Entwickler temperiert ist. Also in unserem Fall sind es 27 Grad bei dem Schwarz-Weiß-Film. Und ihr müsst dann dauerhaft die Spule so drehen, dass der Film halt auch immer in Kontakt mit der Brühe ist. Und genau. Hier seht ihr, wenn ihr in eurer Küche entwickelt, passt auf, dass die Bleiche nicht auf euer Holz kommt oder auf euer, was auch immer das ist, Arbeitsplatte. Das Wasserbad, in dem der Entwickler ist, hatte ungefähr 35 Grad und ich tue das Thermometer dann immer nochmal in den Entwickler selbst stecken, um genau die 27 Grad zu haben, und dann kann man den Entwickler schon in den Unitank reinschütten. Als nächstes temperiere ich den Film ein bisschen vor und schütte auch ungefähr 27 Grad warmes Wasser in den Tank, damit der Film nicht kalt auf den Entwickler trifft. Ich tue das Thermometer hier nehmen und einfach mal direkt in den Entwickler stecken. Wenn die Lösung dann 27 Grad erreicht hat, könnt ihr mit dem Eingießen beginnen. Und dann stellt ihr noch den Timer auf 3 Minuten und könnt mit der Bewegung von dem Unitank loslegen. Sind die 3 Minuten abgelaufen. Jetzt können wir den Entwickler hier aufmachen. Wie gesagt, seid vorsichtig, weil es ist ja auch Bleiche da drin. Wenn ihr es zurückgießt, sonst habt ihr überall Flecken in der Küche. So, jetzt spülen wir den Film nur aus mit kaltem Wasser. So. Jetzt die 2 Filmrollen. Und hier haben wir den fertigen Film. Den hängen wir jetzt noch zum Trocknen auf. Und das war's auch schon mit unserem Entwicklungsprozess. So sollte der Film dann aussehen, wenn er aus der Spule kommt. Schöne, dichte Negative. Und jetzt seht ihr nochmal als Negativbeispiel, wie es nicht laufen soll, den komplett blanken Film, wo man fast nichts drauf sieht. Für mich sieht es einfach stark nach Unterbelichtung aus, aber ja. Wenn der Film dann getrocknet ist, seht ihr, dass ich den hier in kleinere Teile schneide. Das hat den einfachen Grund, dass ich den dann leichter in den Enlarger reinpacken kann und auch besser lagern kann. Dann bereite ich erstmal die Lösung vor, und zwar von jedem 1 Liter. Wenn ihr die Lösung fertig zusammengekippt habt und ein bisschen umgerührt habt, solltet ihr auch ungefähr bei 20 Grad Temperatur sein. Ich habe dann als nächstes erstmal einen Schnipsel genommen von einem Papier und habe einen Kontaktsheet gemacht und habe dann nur 2 Negative draufgelegt. Das dient lediglich dazu, um hier die Belichtungszeit rauszufinden. Ich habe das in 5 Sekunden Intervallen gemacht, also 5, 10, 15, 20, 25 Sekunden. Dadurch sehen wir dann ganz gut, wie das Bild rauskommen würde, vom Kontrast her und auch von der Belichtung. Danach kommt das Bild erstmal 60 Sekunden in den Entwickler. Dann kommt es ins Stoppbad für 10 Sekunden. Und nach dem Stoppbad kommt es nochmal in den Fixierer für 30 Sekunden. Dann haben wir auch schon mal das fertige Kontaktsheet. Dann konnte man klar und deutlich sehen, dass man verschiedene Belichtungen hat. Ich bin am Ende dann bei 15 Sekunden gelandet, wo ich mein Bild belichten will mit dem Enlarger. Hier seht ihr jetzt nochmal, dass ich ein Kontaktsheet mit dem kompletten Film gemacht habe.
weil ich die Bilder in dem Moment auch noch nicht gescannt hatte und auch noch nicht gesehen hatte. Deswegen ist das Kontaktsheet sehr nützlich, um halt erstmal die verschiedenen Bilder zu sehen und sich dann letztendlich zu entscheiden, welches Bild man dann auch in groß drucken will. Nachdem das dann alles abgeschlossen war und ich mich für ein Bild entschieden habe, musste ich nur noch das Negativ in den Enlarger packen. Hier mit der Messplatte, ich weiß nicht, wie ich das sonst nennen soll, habe ich dann den Bildausschnitt gewählt. Und mit dieser Lupe hier könnt ihr dann die Schärfe einstellen. Das Korn solltet ihr auch überall im Bild überprüfen, nicht nur in der Mitte, damit ihr eine gleichmäßige Schärfe habt. Und ansonsten die Linse vom Enlarger hatte ich auf einer Blende 8. Dort hat die Linse die meiste Schärfe. Und zu guter Letzt haben wir dann das finale Bild gedruckt. Ich bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Es hätte noch ein bisschen kontrastreicher werden können. Mir fehlen aber da auf jeden Fall noch so bestimmte Filter, die man auflegen kann. Und die waren leider nicht im Set dabei, aber das wird beim nächsten Mal besser gemacht. Das Einzige, was jetzt noch bleibt, ist das Bild trocknen zu lassen, zu rahmen, ein schönes Passepartout zu machen und dann Basti anzurufen, um ihn damit zu überraschen. Jo. Ja, was geht? Bist du in der Uni? Ja. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe den Darkroom Print gemacht. Ja, das ist echt crazy. Ja, man sieht ganz geil aus, oder? Übelst geil. So, Freunde, auch wenn hier nichts geklappt hat oder wenig, danke schon mal fürs Zuschauen. Und falls ihr Bock habt, ein weiteres Video zu schauen, guckt euch das hier an. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao.